Willkommen zu Guidos Galaxis. Mein Name ist Guido Schwarz, ich bin der Leiter des Swiss Space Museums. Nach den Mondmissionen, die wir uns in den letzten Folgen etwas genauer angeschaut haben, legte die NASA den Fokus auf den erdnahen Weltraum. Ein neu konstruiertes Raumfahrzeug sollte zum Schwertransporter und zum Arbeitsplatz künftiger Raumfahrer werden. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Das Space Shuttle glich keiner herkömmlichen Rakete. Der Orbiter, das eigentliche Raumfahrzeug, war knapp 40 Meter lang und vorne befanden sich das Cockpit sowie Aufenthaltsräume für maximal 8 Astronautinnen und Astronauten. Der größte Teil aber war die riesige Ladebucht, die bis zu 24,5 Tonnen Nutzlast mitführen konnte. Und mit diesem Raumfahrzeug sind unglaubliche Dinge geleistet worden. Unter anderem hat man das berühmte Hubble Space Teleskop ins Weltall gebracht und seither liefert es laufend faszinierende Bilder der Wunder des Universums. In einer speziellen Mission sind Astronauten mit dem Shuttle zum Hubble Weltraumteleskop zurückgekehrt und haben einen optischen Fehler repariert. Mit dabei war auch der Schweizer Astronaut Claude Nicollet. Claude Nicollet ist übrigens 4-mal mit dem Space Shuttle ins Weltall geflogen. Bei seiner letzten Mission 1999, einer weiteren Servicemission zum Hubble Space Teleskop, da war er 8 Stunden lang im Raumanzug draußen und hat am Teleskop Wartungsarbeiten ausgeführt. Apropos Raumanzüge. Mit solchen leichten Anzügen ist man damals in den 1980er Jahren mit dem Space Shuttle ins All geflogen. Und solche Rettungswesten hat man bei diesen Flügen mitgeführt. Ja, und wie ihr vielleicht wisst, hat es mit dem Space Shuttle 2 tödliche Unfälle gegeben. Beim ersten ist das Space Shuttle Challenger 1986 kurz nach dem Start explodiert. Die 7 Astronautinnen und Astronauten hatten keine Überlebenschancen. Der zweite Unfall ereignete sich am 1. Februar 2003. Das Space Shuttle Columbia war unterwegs zurück zur Erde von ihrer erfolgreichen Mission. Und während dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerbrach die Columbia. Und dabei starben alle 7 Astronautinnen und Astronauten. Was war passiert? Das Space Shuttle hatte ein kompliziertes Hitzeschild. Dieses bestand aus mehr als 24.000 solcher Keramikkacheln. Diese Kacheln, die hielten der enormen Reibungshitze von bis zu 1650 Grad Celsius stand. Bei der Columbia allerdings, da wurde beim Start eine dieser Kacheln beschädigt, und zwar an der Flügelkante. Und beim Wiedereintritt, da brannte sich die Hitze langsam in den Flügel und dies führte schließlich zur Katastrophe. Trotz der tragischen Unfälle muss man sagen, dass das Space Shuttle Programm äußerst erfolgreich war. Von 1981 bis 2011 hat man mit dem Space Shuttle 135 Missionen ausgeführt und über 20 davon dienten dem Aufbau des Außenpostens der Menschheit im Erdorbit, der Internationalen Raumstation ISS. Wenn heute Astronautinnen und Astronauten zur ISS fliegen, dann sind in der Kapsel immer solche kleinen Stofftiere wie dieser R2D2 dabei. Diese Figuren erfüllen eine ganz spezielle Funktion. Mehr dazu aber in der nächsten Folge von Guidos Galaxis. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ad Astra.